Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Serie Kettenöler gegen Kettenspray. Heute geben wir euch eine Zusammenfassung und Einschätzung nach insgesamt 23.000 Kilometern Fante Caballero im Jahr 2020. Wir geben einen kurzen Überblick über unsere Touren, dazu einen technischen Zwischenstand, erzählen von den Problemen, die wir mit den Fantex so hatten und zu welchen Sturzschäden es auch gekommen ist und stellen euch eine einfache und unkomplizierte Ruckdämpfer-Reparatur vor. Es gibt also auch nicht was zu sehen, bleibt dran. Von Juli bis Dezember 2020 waren wir mit den schönen Caballeros zunächst am Bodensee und auf dem Trans-Euro-Trail in Frankreich unterwegs. Danach ging es im August hoch bis ans Nordkap und wieder zurück, zumindest bis nach Göteborg. Von da an haben wir den Abschleppdienst gebraucht, dazu später mehr. Im September waren wir noch ausgiebig in den Alpen unterwegs, auf den hohen Pässen und auch auf dem Trans-Euro-Trail in der Schweiz, Italien und in Frankreich. Im Oktober ging es dann nochmal nach Frankreich. In die Vogesen hatten wir sehr übles Wetter, da haben wir uns aber auch durchgebissen. Ja, und zusammen mit einigen Hausrunden und Fotofahrten konnten wir bei den beiden Fantex jeweils so 11.500 Kilometer auf den Tacho bringen. Zum Vergleich Kettenspray gegen Kettenöler und dem Problem an den Fantex kann uns Matthias genaueres berichten. Ja, das will ich ja hoffen. Wir waren dieses Jahr tatsächlich fast nur mit der Caballero unterwegs. Während der Zeit haben wir bei der grünen 4-mal den Kettenöler aufgefüllt. Insgesamt sind es 129 Milliliter Kettenöl gewesen, meistens vor größeren Touren. Bei der roten haben wir 2 Dosen Kettenspray verbraucht und die Kette 32 Mal eingesprüht. Wenn man das runterrechnet, kommt man da auf etwa 359 Kilometern zwischen dem Einsprühen. Was wir sonst noch machen, wir vergleichen die Arbeitszeit, die notwendig ist, um alle Arbeiten, die rund am Motorrad, rund um die Kettenpflege anfallen. Und diese Zeit dokumentieren wir. Wir haben auch den Einbau des Kettenölers damit reingerechnet. Und nach nun 11.500 Kilometern haben wir eine benötigte Arbeitszeit von 221 Minuten an der grünen und 218 Minuten an der roten Caballero. Wir haben jetzt also Gleichstand erreicht. Da für jedes Schmieren bzw. Kettenöl nachfüllen 4 Minuten benötigt werden, wird hier voraussichtlich die rote Caballero in Zukunft deutlich aufwendiger werden. Die beiden Antriebsketten der Caballero sind inzwischen etwas ungleich gelenkt, die der roten Caballero stärker. Vermutlich ist dies bedingt durch eine wenig hochwertige Erstausrüsterkette leider und den doch recht hohen Offroad-Anteil von etwa 650 Kilometern, die wir bisher damit gefahren sind. Die genaueren Details und die Messwerte findet ihr auf unserer Webseite im Blog. Den Link dazu, den gibt es unten in der Beschreibung. Zu den Problemen an den Fantex, da gibt es leider auch ein paar Worte zu sagen. Nachdem die rote Caballero bei 8.500 Kilometern eine neue Zylinderkopfdichtung bekommen hatte, musste auch die grüne mit weißen Rauchzeichen bei 10.650 Kilometer in die Werkstatt, um die Kopfdichtung auszutauschen. Die Reparatur wurde auf Garantie durchgeführt, sind ja auch fast neu und nach Aussage von unserem Mechaniker ist die problemlos und schnell zu erledigen, die Reparatur. In dem Kühlsystem-Update, das von Fantex rausgekommen ist, sind beide seit dem Kilometerstand 8.500 ausgerüstet. Die serienmäßig verbauten Ruckdämpfergummis, die sind leider richtig schlecht. Nach wenigen 1.000 Kilometern sind die einfach ausgeschlagen, das Kettenrad hat enormes radiales Spiel, die Kette hakt. Ein Tausch hat bei uns auch nur wenig geholfen. Da haben wir uns eine eigene Methode zur Reparatur entwickelt und die seht ihr jetzt. Hier haben wir das Hinterrad unserer roten Fantex. Dieses Hinterrad hat schon mal neue Ruckdämpfergummis bekommen. Die jetzt verbaut sind, sind 3.000 Kilometer gelaufen. Die haben wir damals auf Garantie von unserem Händler erhalten. Wie man sieht, ist jetzt hier schon wieder sehr starkes Spiel drin. Diese Gummis, die setzen sich einfach mit der Zeit und dadurch entsteht ein Spalt. Dadurch hat man dann dieses Spiel, was gerade bei langsamen Fahren, bei Lastwechsel zu so einem ruckenden Fahrverhalten führt, was sehr unangenehm ist. Wir haben uns da eine ganz simple Lösung überlegt. Wir haben hier so Schrumpfschlauchabschnitte. Der Schrumpfschlauch hat hier Innenkleber. Diese schrumpfen wir hier auf diese Mitnehmer auf und dadurch haben wir kein Spiel mehr, pressen das Ganze wieder zusammen und haben eine Spielfreiheit erzielt. Das haben wir auch schon so umgesetzt. An der grünen Caballero seit ein paar 1.000 Kilometern funktioniert das sehr gut. Genau, und deshalb machen wir das jetzt auch an der und schrumpfen hier mal fröhlich drauf los.
So, jetzt habe ich das Kettenrad hier, beziehungsweise die Schrumpfschläuche mit sehr viel Fingerspitzengefühl aufgeföhnt. Jetzt sprühen wir die ganzen Flanken da noch ein bisschen mit ganz normalem Silikonspray ein, sodass das auch gut reinflutscht und ja, nicht so klemmt. Genau. Ansetzen und dann ein bisschen drücken. Und zack, schon ist es drin. Und wie man sieht, sieht man nichts. Absolut spielfrei. Es sind inzwischen veränderte Ruckdämpfergummis verfügbar. Erfahrungen haben wir damit aber bisher keine. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die neuen Gummis von Fantic verbaut habt und zufrieden seid. Bei uns funktioniert die Schrumpfschlauchlösung bislang sehr gut. Die Artikelnummern zu diesen neuen Gummis, die findet ihr auch unten in der Beschreibung von dem Video. Ja, neben den technischen Mängeln können wir auch noch über die Fahrfehler oder Mängel auf Fahrerseite eingehen. Es ist jetzt so ein paar Stürzen auch gekommen und Unfälle hatten wir auch. Was ist also kaputt gegangen? An beiden Caballeros sind uns die Gabelprotektoren vorne gebrochen durch groben Steinschlag im Gelände. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ist aber halt passiert. Dann hatten wir noch einen sehr geschickten Umfaller mit einer Caballero auf dem Parkplatz. Er ist umgekippt, nebendran lag ein Helm, die Caballero ist oben drauf gefallen, maximale Eskalation, der Kühler ist extrem verbogen gewesen, Spiegel ist noch abgebrochen, ja, alles sehr ungeschickt, aber auch das kann eben passieren. Vorher ist uns nochmal ein Bremshebel auch beim Umfaller abgebrochen, da hatten wir die Alu-Protektoren noch nicht nachgerüstet, wie ihr seht, die wir jetzt verbaut haben. Genau, aber das war eigentlich alles, also sehr übersichtlich, nicht allzu viel kaputt gegangen. Ja, das war übrigens mein Helm. Wir werden auch immer wieder gefragt, was wir für Zubehör an unseren Fantics verbaut haben. Da eine kurze Zusammenfassung. Wir haben verbaut eine leichte Lithium-Ionen-Batterie, spart etwa 2 Kilo. Die mit eben schon erwähnten mit Alu verstärkten Handprotektoren, die sind eigentlich aus dem KTM-Zubehör, haben bei uns aber schon einige Brems- und Kupplungshebel gerettet, erhöhen das Gewicht leider wieder um 1 Kilo. Zeitweise hatten wir 1 Liter Ersatzkanister von Hühnersdorf an einem eigenen speziell gebauten Halter montiert. Da wir diese aber ganz ehrlich nie gebraucht haben, haben wir das wieder abgebaut. Natürlich ist in der grünen Caballero unser Kettenöler, der Mofessor, verbaut, der super funktioniert. Und an beiden Fahrzeugen ist unser neu entwickelter Gepäckträger angebaut, mit dem wir auch bereits am Nordkap und auf all unseren Touren hat er sich schon bewiesen. Außerdem ist an beiden Fahrzeugen der Kumpan, unser Drehzahlmesser und Motortemperaturanzeige verbaut. Das ist gerade an der Caballero sehr hilfreich, die Motortemperatur einschätzen zu können, gerade auf der Autobahn, um da so eine drohende Überhitzung, die zur Folge hat, dass die Zylinderkopfdichtung leidet, zu vermeiden. Und die Drehzahlanzeige ist im Gegensatz zum Originaltaucher sogar ablesbar. Klasse, ist ja auch hilfreich. Ja, auch wurden wir noch häufiger gefragt, so ganz grundsätzlich, seid ihr mit euren Caballeros zufrieden, würdet ihr sie weiterempfehlen? Zum Schluss also vielleicht noch dazu eine kurze Anmerkung. Die Caballero beschränkt sich nicht nur auf ein gutes Aussehen, sondern ist tatsächlich ein vielseitiges Motorrad. Sie ist allerdings weder eine Sport-Enduro noch eine Reise-Enduro, was sie aber auch gar nicht sein will. Also das beansprucht sie ja gar nicht. Sie wirkt nicht bemüht und auch nicht verzwungen, sondern sehr ehrlich. Also heutzutage sehe ich viele Motorräder, die sehr ernst und verzwungen einfach wirken, und das hatte ich bei der Caballero, oder hatten wir bei der Caballero einfach gar nicht das Gefühl. Ein ehrliches Motorrad, was man da bekommt. Und mit dem Einzylinder bringt sie wirklich viel Fahrfreude auf die Straße und reicht für die meisten Situationen auch aus. Man erinnert sich so an die Zeit zurück, wo es Motorräder gab, die weniger als 100 PS hatten, und das hat irgendwie auch gereicht, um ja, den Spaß des Motorradfahrers auch irgendwie erleben zu können. So, es war einfach genug. Und was ihr vielleicht doch an Leistung auch fehlt, bekommt man auf jeden Fall mit dem geringen Gewicht, oder wird man da entschädigt. Das wiederum spürt man natürlich auch positiv auf der Straße, aber vor allem auch im Gelände, und das haben wir oft gemerkt. Gepäckmäßig muss man sich natürlich etwas einschränken, das ist ja offensichtlich, aber dafür fahren wir auch Motorrad, sonst könnte ich einen Möbelwagen fahren, wenn ich viel mitnehmen will. Das ist unsere persönliche Meinung, also für uns passt das auf jeden Fall sehr gut. Auf der Straße kann man sportlich und der Leistung entsprechend mit der Caballero unterwegs sein. Im Gelände ist definitiv mehr drin als nur diese reine Schotterpiste, die man vielleicht im Kopf hat, oder irgendwie so ein Feldweg, sondern da ist schon auch über Stock und Stein was machbar mit der Caballero. Und ich denke, mit unseren Touren ans Nordkap und auch durch die Alpen haben wir das schon ein Stück weit auch bewiesen. Ja,
Wir waren wirklich in den vielen Situationen auch froh, dass die Caballero eben leicht ist oder verhältnismäßig leicht ist. Und das war da sehr dienlich, also dass man nicht so ein großes Motorrad rumbeigen muss und sie auch alleine aufheben kann, wenn man mal hingefallen ist. Noch eine Frage, die auch häufiger kam, zu unserer Körpergröße. Wir sind so 1,80, 1,85 groß und auch da passt die Caballero sehr gut. Am Anfang hatten wir auch ein bisschen Bedenken, weil sie auf den Fotos doch relativ klein wirkt. Aber eigentlich, da waren wir dann positiv überrascht, dass das gut funktioniert hat. Da haben wir keine Einschränkungen gesehen und ein eher kleineres Motorrad oder handlicher im Gelände ist natürlich auch wieder vorteilhaft. Das ist ein bisschen Geschmackssache, aber wir haben da keinen Nachteil gesehen. Zusammenfassend würde ich also sagen, die Caballero ist auf jeden Fall reisetauglich, auf- und abseits der Straße. Die Qualität ist dem Preis angemessen, wie wir finden. Technisch hatten wir mit der Zylinderkopfdichtung und den Ruckdämpfern natürlich unschöne Probleme, was auch ein klarer zu benennender Mangel ist. Das muss man so ansprechen. Trotzdem freuen wir uns, die Caballeros gekauft zu haben und würden sie auch ganz klar weiterempfehlen. Wenn ihr dazu also noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Empfehlen würde ich auch noch unseren Blog, wo wir gerade über die Technik genau berichtet haben. Natürlich unsere bisherigen Videos zu den Caballeros, die auf unserem Kanal verfügbar sind. Die könnt ihr euch gerne auch noch anschauen, wo wir einzelne Touren beschrieben haben oder noch ein bisschen auf die vorherigen Technikprobleme eingegangen sind. Soweit würde ich mich aber erstmal bedanken fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und ja, bis zum nächsten Mal.